guckt euch das doch mal an. Boah. Boah, ist das scheiße geil. 1 Meter Apfelstrudel, let's go. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und damit der, ich sag mal, zweiten Challenge von heute, aber die erste auf diesem Kanal, denn meine Lieben, wir haben gerade auf Big M TV eine legendäre erste Thanksgiving Challenge angegangen mit dem 17 Kilo Truthahn. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, rate ich euch das Ganze vorab euch anzuschauen, denn wir haben gleichzeitig unsere 11.000 Kalorien Challenge, die wir ja zuvor bei McDonald's nicht geschafft haben, nachgeholt. Wir haben jetzt 2,5 Kilo Truthahn gegessen von dem XXL 17 Kilo Truthahnbraten. Und während gerade, ich sag mal, das Team im Hintergrund jetzt schön das Ganze zusammen, ich sag mal, schön zusammen ist, mal ein bisschen quatscht und durchschnauft, wie ich jetzt gerade hier draußen, nehmen wir jetzt das Ganze auf für das zweite Video und damit kommen wir jetzt zu meinem Highlight für heute, dem 1 Meter langen Apfelstrudel. 4000 Kalorien habe ich jetzt noch drin. Wir haben einen Apfelstrudel von 1 Meter Länge. Insgesamt wiegt das Ganze 4,5 bis 4,75 Kilo. 2 Stangen wiegen 2,375. Das Ganze wird brachial aussehen. Und damit komplementieren wir, nachdem ich gerade die 4000 Kalorien habe, jetzt nochmal 7 Kilo Apfelstrudel. Ihr wisst, wir werden dreckig, wir werden wild. Vanillesoße, Vanilleeis, Sahne on top darf nicht fehlen. Wir kommen safe heute auf die 11.000 Kalorien. Heute will ich es schaffen mit der zweiten von 2 Thanksgiving Special Challenges. Let's go! Während die anderen gerade jetzt weiter essen und immer noch, ich sag mal, sich den Truthahn gut gelassen, ne, Ja, genau. sind wir schon dabei, das Ganze jetzt mit dem XXL 1 Meter Apfelstrudel. Jeweils Ja. ein halber Meter. Genau. Ihr habt die Und Nährwerte gesehen, eine Stange und das sind jetzt 2 Stück, das legen wir zusammen. Das heißt 1 Meter Apfelstrudel, 7000 Kalorien, über 60 Gramm Äpfel habe ich gelesen. Das hätte ich nicht gedacht, ich hätte das mehr Zucker. Das Schöne ist ganz einfach mal folgendermaßen, unser Apfelstrudel ist wirklich mit ganzen Äpfeln tatsächlich eingewickelt im Strudelteig. Über Original. 60%. Wir hätten ihn gerne 1 Meter lang in den Ofen geschoben. Wir mussten ihn leider in der Mitte teilen, weil sonst funktioniert es nicht. Ja. Weißt du? Aber Ja. ich würde sagen, ich freue mich trotzdem gleich drauf. Leute, wir legen los. Jo. gewesen. Halleluja. So, guckt euch das doch mal an. Ich dachte schon, wie gesagt, der Truthahn wäre ein Spektakel. Ja. Aber das ist natürlich jetzt Thanksgiving-like, René. Ja, ich sage Der mal, auch krönende das- Abschluss, oder? Weißt du? Und wie gesagt, ich habe dir gesagt, ich hätte es gerne natürlich hintereinander gelegt. Ja. Wir haben nicht so eine große Platte. Ja. Der ist sehr, sehr saftig. Ich weiß nicht, ich glaube, du wirst es auch nicht hinbekommen. Ja. Und ich finde, es sieht aber so schon Es mega sieht aus. wirklich- Also Leute, es sieht also wirklich wenn man das mega jetzt nicht aus. 2x einen halben Meter Apfelstrudel, können wir auch sagen, ne? 1 Meter Apfelstrudel, 2,5 Meter. Vielleicht kriegen wir es noch zusammen am Tisch aufgelegt. Wenn nicht, dann essen wir das Ganze so. Ich würde sagen, wir machen uns fertig und dann legen wir die Hauptchallenge. Die nächsten Kalorien, die 11.000 Kalorien Challenge, legen wir so richtig los. Vanillesoße, Sahne, Eis darf nicht fehlen. Ich mache mich fertig. Unsere Stoppuhr ist bereit. Das heißt, auch hier haben wir wie immer bei unseren Kalorien-Challenges keine Zeit, die wir uns vornehmen. Aber ich will das Ganze natürlich in einer Sitzung schaffen. Die 4000 Kalorien circa haben wir jetzt gerade geschafft. Jetzt stehen die nächsten 7 bis 7,5. Und damit wir das schaffen und mit dem Eis und Sahne werden wir sowieso. Aber wisst ihr was? Was ich mir schon gedacht habe, weil Eis wird eh schmelzen. Ich liebe das Ganze zu kombinieren. Wir werden hier jetzt, ich sag mal schön, das Ganze, und das machen wir jetzt zusammen, weil leider kriegt man den Apfelstrudel, ich kann es euch mal zeigen, nicht abgehoben. Ihr seht es, ne? Weil er so, ich sag mal, schon durchsaftet ist, ohne dass er von der Platte abfällt. Deswegen lassen wir ihn in einem halben Meter, wir können das Ganze auch mal eben ausmessen, 1,5 Meter, ne, also 50 Zentimeter und das Ganze dann mal 2, das heißt 1 Meter Apfelstrudel. Ihr habt ja alles im Vorhinein gesehen und in dem Sinne würde ich sagen, werden wir jetzt so richtig witzig und zwar fangen wir an mit dem Eis, was ihr schon mal so schön macht. Haben wir schon mal Glas Nummer 1, würde ich sagen, Eis Nummer 2, tun wir uns hier hin, da wo auch schon die Gläser standen. Nummer 2, Vanillesoße. Oh, wisst ihr was? Da machen wir gar nicht erst die Faxen, sondern den werden wir schön hier so über Foodbomb-mäßig über unseren einen Apfelstrudel drüber machen, komplett, damit es auch so schön mächtig wird. Ich meine, gut, hätte ich vielleicht auch nicht drüber gemacht, weil so sind es jetzt mal gefühlt fast ein halber Liter mehr. Aber jetzt im Nachhinein drüber nachgedacht. Aber Vanillesoße, schon mal lecker. Dann Sahne. Ich denke mal, da nehme ich mir mal den Löffel. Tun wir uns hier auch schön on top. Ne? Oh, die kriegen wir so schön hier runter. Ups, umgekippt, auch nicht schlecht. Nummer 2, Sahne. Die nächste tun wir uns schön hier vorne hin. Zack. Und wisst ihr was? Die Vanillelose
lassen wir uns vielleicht gleich nochmal, wenn wir richtig dreckig werden müssen, hier zur Seite. Auf geht's in die nächste Challenge, 2 von 2 Thanksgiving Challenges nach dem 14 bzw. nach dem 17 Kilo Truthahn, 3 Kilo Fleisch, 4000 Kalorien steht jetzt 1 Meter Apfelstrudel und damit insgesamt 5 Kilo vor uns, die nächsten 7500 Kalorien. Ich wünsche uns allen viel Spaß, vor allem guten Hunger und eine wilde Thanksgiving-Zeit. Let's go! So, ich würde sagen, wir gehen aber erstmal trocken in den rein, denn das interessiert mich gerade mal so ein bisschen mehr. Oh. Also was auf jeden Fall schon mal ist, er ist crispy und es sind nicht zu wenig Apfelstücke drin. Wie gesagt, 60% Apfelstücke, ne? Ihr habt es ja gesehen. Oh, schaut mal hier von innen, ne? Ist auch noch richtig schön am Qualmen. Mit Rosinen sogar. Ja. Mm. Boah. Boah, ist das scheiße geil. Halleluja. Boah, ist das heftig. Kein Scheiß. Ich merke aber jetzt schon, das wird unnormal anstrengend werden, weil es natürlich so eine Masse an Süß, so eine Masse an Sahne ist. Die Äpfel, der Teig. Also jetzt gerade wie geil es schmeckt, ich meine, es kennt jeder von euch, der erste Löffel, gerade, ich sag mal, nach der Gans, die wir vorhin hatten, beziehungsweise nach dem ganzen Truthahn, den wir hatten. Und jetzt das Süße, es schmeckt brutal, aber es ist massig, ne? Probieren das Ganze mal mit Vanilleeis. Mmh. Boah. Wird natürlich immer besser, ne? Halt jetzt schon Vanillesoße mit dazu. Das ist natürlich jetzt auch der Vorteil, was ich immer am Nachtisch liebe, ne? Kalt und warm gemischt. Mmh. Also werden wir auf jeden Fall safe auf unsere 11.000 Kalorien kommen, wenn wir das schaffen. Allein schon mit der Sahne, mit dem Vanilleeis, allem drum und dran. Dann gehen wir mal hier schön ins nächste. Nehme ich mir hier mal den Löffel dazu. Auch keine kleinen Stücke direkt verlieren, ne? Mit schön Sahne oben drauf. Mal schauen, wie das ist. Auch geil. Aber mit Vanilleeis nochmal ein kompletter Gamechanger, sage ich euch ehrlich. Also Sahne geht immer. Muss natürlich immer sein, ne? Wir haben das Ganze jetzt ja auch, ich sag mal, anlässlich von Thanksgiving gemacht, weil ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Thanksgiving ist natürlich Truthahn, das Nonplusultra, was jeder damit verbindet. Deswegen haben wir das als erste Sache gemacht. Und als Dessert ist tatsächlich klassisch Apple Pie. Apple Pie, ne, also Apfelkuchen, klassisch hier. Und wir haben uns gedacht, wir machen wieder was Außergewöhnliches, was aber gleichzeitig dazu passt. Und deswegen halt 1 Meter Apfelstrudel. Stand jetzt, sage ich, haben wir alles richtig gemacht. Wie das nachher aussieht, wenn, ich sag mal, mindestens vielleicht schon mal die Hälfte weg ist oder der ganze, kann ich auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist für ordentlich Zucker, für ordentlich Dessert, für ordentlich Thanksgiving Special besorgt. Ich versuche mal jetzt nach und nach voranzukommen. Es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Es sind viele Apfelstücke drin. Ihr seht es hier. Es qualmt richtig schön. Schön, wie er rausgekommen ist, aus dem Ofen. Vanilleeis dazu, Vanillesoße, Sahne, was gibt's mehr? Rauf ins Thanksgiving Spektakel Nummer 2. Also, ich sehe schon mal, das ist ja wirklich der totale Wahnsinn, was du da jetzt schaffen musst. Und deswegen lasse ich dich jetzt einfach auch erstmal alleine und ich komme später nochmal wieder, wenn du es wirklich schaffen solltest. Aber Leute, ich würde mich diesmal wirklich wahnsinnig freuen. Ich hätte so richtig Bock auf Apfelstrudel. Ist das so wie bei den Königsberger Klöpsen? Hoffentlich schafft das nicht. Nicht. Also da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ist auch noch was Truthahn, da habe ich gehört. Ja. Weißt du, aber jetzt habe ich auch richtig Bock auf Apfelstrudel. Kann ich verstehen, das schmeckt auch gerade gut. Ja. Aber du kommst gut voran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Hälfte. Ja, René, ohne Witz, also mittlerweile kennst du mich doch. Du weißt, dass am Anfang immer innerhalb von 10 Minuten ich gefühlt 2 Kilo weghaue. So, aber jetzt geht's dir gut. Also ja, ich bin ja auch gerade am Anfang, ne? Auch wenn man gerade noch den 2,5 Kilo Truthahn bei mir drin hat, aber frag mich noch mal nach 3-4 Kilo Apfelstrudel später. Ja. Sehr geil. Also, bis dann. So Leute, Uhrman ist zurück. Ne? Wir haben jetzt 12 Minuten auf der Uhr und ich sag mal wirklich schon, aber am Anfang geht es immer schnell. Ne? Es wird gleich wieder so viel langsamer werden. Ich sag mal 75
75% sage ich schon. Ich sag mal so ein Dreiviertel von dem ersten Apfelstrudel weg. Das heißt, wenn wir 1 Meter rechnen, okay, sind es doch erst in Anführungsstrichen nur 25 Zentimeter. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr, ne? Vielleicht so, na, ist ja auch egal. Dreiviertel weg. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Platte einmal ein bisschen gedreht, damit die Leute das von vorne und auch hier im Video ein bisschen mehr sehen können, was schon mal vom ersten weg ist, anstatt dass der dahinter ist. Wie gesagt, ihr seht es, deswegen habe ich auch quasi hier alles nachher auf der Platte gemacht. Ne? Dadurch, dass das Vanilleeis schmilzt, die Sahne natürlich dabei ist, die Soße, ist es für mich viel, viel geiler, wenn das nicht in dem, ich sag mal, Becher ist, weil es sowieso gleich eins ist. Vielleicht holen wir uns nachher noch was Eis nach, wenn noch Platz ist, als Dessert in Anführungsstrichen. Und so kann ich mir jetzt schön den Apfelstrudel, den heißen, immer mal wieder in die Vanillesoße, in die Sahne, ne, in das kalte Vanilleeis nehmen, was natürlich unverzüglich schmeckt. Ich merke, mir wird mega warm. Ich glaube, ich muss gleich meinen Thanksgiving-Pulli mal ausziehen. Wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal, dass wir jetzt das nächste Viertel vom Apfelstrudel schaffen. Und dann mal schauen, wie es dann aussieht. Weil es ist eine ordentliche Portion. Damit haben wir den ersten halben Meter soweit durch. Und das in 20 Minuten. Damit sind wir schneller vorangekommen, als ich dachte. Ich bin aber auch schon eher am Schwitzen, als ich dachte. Und ich fühle mich schon gesättigter, als ich dachte. Puh, ich merke es. Vielleicht tut, ich sag mal, die etwas schnellere Geschwindigkeit, weil es so gut natürlich zum Essen ist, weil es sehr saftig ist, weil es natürlich durch die Soße alles sehr gut flutscht. Ein bisschen gut, aber ihr wisst es, es wird immer schwieriger. Noch steht ein halber Meter, noch stehen 2,375 Kilo vor uns. Und ich brauche auf jeden Fall langsam mal was zu trinken, denn ich merke die Truthahn-Challenge von heute Morgen, beziehungsweise vor ein paar Stunden. Aber ich mache weiter. So Leute, ihr seht, 5 Minuten weiter, 25 Minuten um. Wieder ein Stückchen vom Apfelstrudel geschafft. Wir haben aber immer noch, wir können es ganz kurz mal ausmessen, wenn wir von dem Stück bis zu dem Stück gehen, 50 Zentimeter da. Das heißt immer noch der gesamte halbe Meter. Klar ist von vorne jetzt ein bisschen mehr weggegessen, aber es täuscht von dem, was drauf war und von dem, was noch übrig ist, vor allem, weil es immer schwieriger wird. Also er geht echt gut runter, 25 Minuten, Halleluja. So viel Apfelstrudel. Aber ihr wisst, es wird immer schwieriger. Das Einzige, was es wirklich gut machen lässt, es schmeckt mega geil. Und dementsprechend würde ich sagen, Rosinen knallen rein, Zimt knallen rein, Apfelstücke knallen rein, Eis knallt rein, Sahne knallt rein. Aber auch der Geschmack. Let's go, weiter geht's. Wir sind jetzt 37 Minuten dran. Ihr seht, es ist noch knapp ein Viertel von dem zweiten Apfelstrudel drauf. Aber ihr seht, die Schweißperlen kommen mir runter. Nicht nur, dass es hier jetzt warm ist, der Apfelstrudel ist immer noch warm. Und jedes Stück wird gerade richtig anstrengend. Ne? So langsam, so gut es am Anfang geht, ist es immer das Gleiche. Wird es immer schwieriger. Vor allem, weil ich das Gefühl auch dann schon die ganzen Beilagen, Soßen und sowas weg habe. Bis auf hier noch ein Stückchen, ich sag mal, Sahne und hier noch Sahne, Vanillesoße, Vanilleeis. Oh, Halleluja. Ihr merkt, wie gesagt, Stück für Stück wird schwieriger. Habe auch schon den ersten Schluck getrunken. Ihr seht, selbst jetzt habe ich immer noch ein bisschen was dabei. Also es wird anstrengend, ich will aber die Challenge heute sowas von schaffen. Denn wie gesagt, zweimal 11.000 Kalorien, zweimal eine Challenge hier gerade auf dem Hauptkanal nicht schaffen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich komme, was wolle. Ich gebe weiter Gas und lasse mir gut gehen. Leute, wie gesagt, nichts für ungut, ne? Aber ich gehe jetzt erstmal nicht mehr so auf den Chat ein, weil ihr seht, jetzt gerade bin ich echt so gut am Kämpfen. Es wird immer anstrengender. Und man muss einfach sagen, so sehr ich die geilen Livestreams mit den Leuten, die, ich sag mal, die Community feiern liebe, so sehr sind, ich sag mal, gerade diese anonymen Leute oder viele, die jetzt das erste Mal dabei sind, so Kommentare unter der Gürtellinie. Und das stresst mich auch zusätzlich, deswegen gehe ich jetzt erstmal nicht so ein bisschen auf die Chat ein, ne? Deswegen nimmt es mir nicht für ungut. Wie gesagt, gerade für die Supporter würde ich es machen, aber ihr seht es ja selber manchmal, ne? Was für Kommentare geschrieben werden, ist halt einfach unter der Gürtellinie. Deswegen, um jetzt auch nicht mich stressen zu lassen oder irgendwie gereizter zu sein, werde ich mich jetzt erstmal auf den Apfelstrudel konzentrieren. Und wenn es geschafft ist, dann schaue ich mal wieder ein bisschen auf den Chat und gehe vor allem auf die Leute ein, die das Ganze auch supporten. Aber ich danke euch jetzt schon mal für den Support. Ihr seht, ich bin echt jetzt gut schon am Kämpfen. Wie gesagt, nach den 17 Kilo Truthahn heute Morgen, ey. Halleluja. So Leute,
Das letzte Stück Apfelstrudel, Halleluja, bin ich am Ende, Alter. Also wirklich, Halleluja, ich bin echt am Kämpfen gerade. Ihr seht auch, da fällt schon das Apfelstück runter. Ich bin so am Schwitzen. Ich glaube, das macht es mir gerade schwieriger als alles andere. Letztes Stück Apfelstrudel. Und dann noch mit ein bisschen Vanillesoße. Auch wenn noch was anderes übrig geblieben ist. Fürs letzte Stück, für den Geschmack, rein da. Und dann haben wir tatsächlich unter eine Stunde tatsächlich mit der ganzen Vanillesoße, mit noch ein bisschen Sahne, mit einem Schwitzen ohne Ende, das ganze Eis, alles soweit auf. Halleluja, Leute. 11.000 Kalorien Challenge, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als das geschafft. Die zweite Thanksgiving Challenge dementsprechend auch geschafft. Und ihr seht, ich bin am Schwitzen, ich bin am Ende, ich bin froh, wenn ich jetzt gleich meinen Pulli ausziehen kann, an die frische Luft kann und damit Thanksgiving in Ruhe ausklingen lassen kann und vor allem die zweite Sporteinheit gleich mich ringe und ein bisschen ausruhen, entspannen kann. Was alles am Ende des Tages mit dazugehört, wie gesagt, Leute, geschafft. Nach den 11.000 Kalorien Challenge McNuggets, die nicht geschafft haben, war es heute mal wieder angesagt, richtig zu kämpfen. Boah, Halleluja. Ich freue mich jetzt gerade nicht auf die nächste Kalorien-Challenge, nicht auf die nächste Challenge allgemein. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Wie gesagt, im Livestream habe ich den Support gesehen. Da musste ich am Ende stumm sein. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank für den Support. Danke fürs Zuschauen. Es war mal was anderes heute, ein kleines Special. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße vom wirklich K.O. Big M gerade aus Berlin, beziehungsweise genau gesagt Potsdam. Happy Thanksgiving. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.